Willkommen zurück bei Running Torchlight. In der letzten Episode habt ihr Tiefpunkte und Höhepunkte meiner Motorüberholung sehen können. Und in dieser Episode möchte ich den Motor endlich fertig machen. Im folgenden Video seht ihr, wie ich diese Motorüberholung durchgeführt habe. Es soll keine Anleitung sein. Ich rate auch niemandem, diese Arbeit durchzuführen, ohne die notwendigen Kenntnisse zu haben. Vor jeder Reparatur an meinen MZ-Motorrädern lese ich die mir zur Verfügung stehenden Reparaturanleitungen. Die Kugellager in der rechten Motorhälfte müssen noch ausdistanziert werden. Das bedeutet, es werden Einstellscheiben eingelegt, sodass die Lager axial nicht zu viel wandern können. Im MZ-Reparaturenbuch Wildschrei gilt die Faustformel spielfrei ohne Dichtung. Ich messe also den Abstand zwischen der Kugellageroberkante und dem Gehäuse und suche mir dann eine Einstellscheibe, die genau dieses Maß hat. Wenn dann unter den Deckel noch eine Dichtung eingelegt wird, entsteht das Einstellspiel von ca. 2 bis 3 Zehntel, je nachdem wie dick die Dichtung ist. Und hier kommen sie, meine Tuning-Schrauben. Schaut nochmal im vorletzten Video vorbei, wenn ihr diesen Querverweis verstehen wollt. Ich mache etwas Dichtmittel an diese Schrauben, da sie ins Kurbelgehäuse gehen. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und demnächst startet dort mein nächstes Projekt, die MZ-TS 250-1. Ich stehe buchstäblich in den Startlöchern. Wenn ihr nichts von diesem Projekt verpassen möchtet, abonniert am besten jetzt meinen Kanal. Das Kugellager der Getriebeausgangswelle muss eigentlich genauso eingestellt werden wie das Lager der Kurbelwelle. Aber wie ihr gleich sehen werdet, stößt hier die Faustformel spielfrei ohne Dichtung an ihre Grenzen. Denn ich habe eine recht dicke Dichtung, die fast einen halben Millimeter dick ist. Darum entscheide ich mich, eine etwas dickere Distanzscheibe einzulegen, um ca. auf 2 Zehntel Luft zu kommen. Wenn ihr die Dicke der Distanzscheiben ermittelt, beachtet auch immer den Deckel. Wenn der Deckel nämlich einen Absatz hat, muss der in die Rechnung mit einbezogen werden. Auch an diese Schrauben mache ich etwas Dichtmittel, denn sie gehen in das Getriebegehäuse rein, wo Öl drin ist. Das hier ist die Distanzhülse für das Ritzel. Das hier ist das Ritzel mit 15 Zähnen.
Das ist ein Zahn weniger als die Serienausführung. Das soll meine MZ etwas spritziger machen. Darüber kommt das Sicherungsblech und die Mutter. Es ist Linksgewinde. Nun messe ich den Abstand der Schaltfahne des Leerlaufschalters zum Gehäuse. Das Maß beträgt knapp 11 mm. Das Soll wäre 12 mm, aber ich lasse es einfach so bleiben. Nun wechsle ich auf die linke Motorenseite, wo sich die Kupplung und der Primärantrieb befindet. Zuerst lege ich das Sicherungsblech der Schaltarretierwelle um. Auf das Lager der Kupplungswelle kommt zuerst eine Anlaufscheibe und dann die Gleitbuchse für die Kupplung. Ich mache sofort einen Tropfen Öl dran. Wie ihr sehen könnt, baue ich einen Duplex-Primärantrieb ein. Das ist der mit der doppelten Kette. Davon habe ich genügend Bauteile und ich suche mir die besten aus. Jetzt prüfe ich die Flucht zwischen den Zahnrädern. Sie müssen genau auf einer Ebene liegen, damit die Kette später nicht schief läuft. Wenn die Zahnräder nicht auf einer Ebene liegen, müsste ich mir zu der Anlaufscheibe noch passende Einstellscheiben besorgen und so den Abstand korrigieren. Auch wenn zwischen Kurbelwelle und Zahnrad ein Lutenstein eingesetzt wird, ist es unerlässlich, den Konus und Gegenkonus fettfrei zu machen, denn dies ist eine kraftschlüssige Verbindung. Mir fällt gerade auf, ich habe irgendwo stillschweigend die Kickstarterwelle eingesetzt. Also schwierig ist das wirklich nicht, einzig auf die Vorspannung müsst ihr achten, mehr als eine halbe Umdrehung wäre schon notwendig, eine Umdrehung, denke ich mal, sollte in den meisten Fällen reichen. Und unter der Kickstarterwelle ist auch noch eine Anlaufscheibe. Nun lege ich die Primärkette auf. Die Schwierigkeit besteht darin, eine Primärkette zu finden, die noch nicht allzu sehr gelenkt ist. Selbst neue Ketten sind heute oft schon länger, als sie zu DDR-Zeiten eigentlich sein sollten. Eine zu lange Kette sorgt für Geräusche im Primärantrieb und kann unter Umständen sogar am Gehäuse kratzen. Ich gebe einen leichten Prellschlag auf das Ritzel, damit sich die Konusverbindung schließt. Auf das Ritzel kommt dann eine Federscheibe und die Rechtsgewindemutter. Das ist der innere Kupplungsmitnehmer. Auch hier kommt eine Federscheibe rein, diesmal aber auch ein Sicherungsblech und eine Linksgewindemutter. Das hier war eines der ersten Spezialwerkzeuge, das ich mir für meine MZ-Reparaturen habe anfertigen lassen.
Es ist eine ausrangierte Kupplungslamelle, an die ein Stahlstab angeschweißt wurde. Damit kann ich den inneren Kupplungsmitnehmer und den Kupplungskorb miteinander verriegeln. Das ist unerlässlich, wenn man an der Kupplung arbeitet. Auf meiner klapprigen Werkbank kann ich die Schrauben nicht endfest anziehen, deshalb gehe ich damit auf den Boden und nehme auch meinen Drehmomentschlüssel zur Hand. Das Drehmoment ist auf 60 Newtonmeter eingestellt. Bei dem Rechtsgewinde funktioniert es auch einwandfrei. Dummerweise hat mein Drehmomentschlüssel keinen Linkslauf. Ich kann also nicht linksrum abknacken und gehe hier nach Gefühl. Um die Linksgewindemutter des Kettenritzels anzuziehen, nehme ich ein altes Kettensegment, um das Ritzel zu blockieren. Das ist etwas fummelig, denn man muss die Kette ja auch festhalten. Aber schließlich funktioniert es. Hier biege ich das Sicherungsblech um. Das hier ist der Stößel für die Kupplungsbetätigung. Wenn man den vergisst, ärgert man sich hinterher sehr. Denn jetzt wird die Kupplung zugemacht. Hier seht ihr, warum ich die Kupplungslamellen handverlese. Sie müssen absolut plan sein. Links ist eine gute Auslese. Das Kupplungspaket federt nicht. Rechts ist eine schlechte Auslese. Das Kupplungspaket federt. Diese Kupplung wird niemals gut trennen. Neben der richtigen Auswahl der Kupplungsscheiben und Kupplungslamellen ist es auch wichtig, die äußere Druckscheibe richtig zu positionieren. Ich habe das vorher ausprobiert und mit der roten Farbe kenntlich gemacht. Würde ich die Scheibe versetzen, lägen die Bolzen nicht mehr mittig in den Löchern. Dann würden die Kupplungsfedern in diesen kleinen Tassen reiben und klemmen. Die Kupplung würde nicht auf- oder nicht mehr zumachen. Meine Kupplungsfedern haben nicht mehr das vorgegebene Maß von 49 mm. Deshalb unterlege ich sie mit handelsüblichen Unterlegscheiben, um wieder auf die notwendige Vorspannung zu kommen. Auf jede Feder kommt oben so ein kleines Käppchen drauf. Dann stellt sich die Frage, wie gut man gefrühstückt hat. Die kleinen Federn können ganz schön Widerstand bieten, denn man muss jetzt runterdrücken und den kleinen Stift einführen, damit die Feder vorgespannt bleibt. Ihr merkt, das geht mir heute nicht so leicht von der Hand. Kolben und Zylinder aufsetzen finde ich immer eine sehr schöne Aufgabe. Als erstes setze ich die Stehbolzen und diesmal verstopfe ich auch gleich noch das Kurbelgehäuse, damit mir jetzt nicht eine der Muttern ins Kurbelgehäuse reinfällt, die ich zum Kontern und Anziehen der Stehbolzen verwende. Hier kommt die geölte Zylinderfußdichtung. Beim Kolbenaufsetzen probiere ich diesmal etwas Neues. Da hat mich einer meiner Zuschauer drauf gebracht. Ich habe den Kolben in den Zylinder eingesetzt, in die Position wie er gehört. Und jetzt schiebe ich den Zylinder mit Kolben auf die Stehbolzen drauf. Ich fixiere den Zylinder in dieser Position mit meinem Kolbenhölzchen und schiebe nun den Kolben in die Position wie ich ihn brauche,
um den Kolbenbolzen einzusetzen. Hier kommen die Kolbenclips und diese machen einen sehr stabilen Eindruck auf mich. Um den Kolbenbolzen einzuführen, heize ich nun den Kolben mit meinem Heißluftföhn auf. Obwohl der Kolben nun heiß ist, muss ich etwas nachklopfen. Und hier zeigt sich nun ein Vorteil dieser Methode. Der Kolben ist wunderbar geführt im Zylinder und den Stehbolzen und so kann ich leicht von der Seite drauf klopfen. Bitte beachtet die korrekte Position der Kolbenclips. Die Öffnung muss entweder nach unten oder nach oben zeigen, niemals zur Seite. Wir übertragen nun live die Krönung ihrer königlichen Hoheit MZMM 150. Nein, im Ernst. Also, wir sind jetzt hier auf der Zielgeraden. Und beachtet bitte, dass ich die Schrauben schön über Kreuz und schrittweise festziehe auf ein Drehmoment von ca. 20 Newtonmeter. Seht ihr diese Schleifspuren in meinem Kupplungsdeckel? Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, aber ich habe keine Idee, wie es dazu kommen kann. Habt ihr eine Idee? Ungeachtet dessen baue ich noch eine neue Gummidichtung für meine Kickstarterwelle ein. Auf die Kickstarterwelle kommt auch noch diese Anlaufscheibe. Und dann kann ich den Deckel schon aufsetzen. Kupfer- und Aludichtungen türmen sich manchmal in den Befestigungslöchern. Darum erst die alten rausholen, bevor ihr neue einsetzt. Jetzt teste ich einmal, ob die Vorspannung der Kickstarter-Feder ausreicht, um den Hebel zuverlässig gegen den Widerstand des Deckels und der Dichtung wieder nach oben zu treiben. Die Krönung musste leider rückgängig gemacht werden, weil es zu schlechten Schwingungen kommen konnte. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mit dieser Reihe fertig werde. Langsam werde ich daran blöd. Nein, worum es hier geht, ist, diese Schwingungsgummis einzuführen. Und das hat mich erstmal vor Probleme gestellt, weil ich sie einfach nicht einführen konnte. Bis ich drauf kam, dass man sie einfach hineinschrauben kann. Nachdem ich das Sicherungsblech am Kettenritzel umgebogen habe, komme ich nun zu einem alles entscheidenden Punkt, nämlich der Lichtmaschinenmontage. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber an dieser Lichtmaschinenmontage entschied sich das Schicksal dieser Motorüberholung. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, gehen wir einfach nach der Reihe vor. Ähnlich wie beim Primärantrieb gibt es hier auf der Kurbelwelle einen Konus und Gegenkonus auf dem Lichtmaschinenrotor. Dazwischen wird noch ein Nutenstein eingesetzt. Der Nutenstein ist nach meiner Meinung vorwiegend dafür da, dass man später den Zündpunkt einigermaßen eingestellt bekommt. Denn auch der Nocken hat eine Nase, die nur in einer Position in den Rotor hineinpasst. Mit wie viel Drehmoment man den Rotor festzieht, weiß ich nicht. Darüber habe ich nirgendwo eine Information gefunden. Fest steht aber, dass man ihn nicht festgezogen bekommt, wenn sich der Kolben und die Kurbelwelle bewegen können. Deshalb wende ich hier wieder meinen Seiltrick an. Und hier mal etwas genauer erklärt.
Der Seiltrick funktioniert sehr gut, solange man nicht das Seilende im Überströmer abschert. Deshalb gucke ich durch den Auslass, ob der Kolben schon auf dem Weg nach oben am Auslass vorbei ist, und dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Bevor ich die Lichtmaschine über den Rotor stülpe, entspanne ich natürlich die Kohlen, denn sonst würde ich sie vermutlich bei dem Aufsetzen abbrechen. Die Lichtmaschine geht natürlich nur in einer Position aufs Gehäuse, dafür sorgen ein Stift im Gehäuse und eine Kerbe in der Lichtmaschine. Erneut greife ich zum Dichtmittel Dirco, um die Schaltarretierwelle nach außen sicher abzudichten. Mit dieser Stange wird die Kupplung betätigt. Sie wird in die Hohlwelle des Getriebes eingeführt. Die Schnecke zur Kupplungsbetätigung sitzt im rechten Motordeckel. Sie wird komplettiert durch eine kleine Stahlkugel und die Schraube zur Kupplungseinstellung. Die Kugel ist dafür da, um die Reibung zur Druckstange zu minimieren. Am Ende wird das Ganze noch mit einer Mutter gekontert. Damit wäre ich am Ende dieser Motorüberholung angekommen. Ein paar letzte Handgriffe sind noch übrig, zum Beispiel die Ölstopfen wieder zumachen, das Öl einfüllen und die Zündung einstellen. Aber das zeige ich jetzt nicht mehr. Das gehört zum Handwerkszeug eines MZ-Fahrers. Die Frage ist nun, ob all diese Arbeit nun von Erfolg gekrönt war. Darüber werde ich euch im nächsten und letzten Video dieser Reihe Aufschluss geben.